Königreich wacht. Schon vor 7000 Jahren bekannt. Der wahre Totengott im ägyptischen Land. Vor den Dynastien am Ufer des Nil, auch vor Pyramiden im Wüstengebiet, kannte man bereits den Schakal der Nacht, der dort über die Toten Ägyptens wacht. War vor 5000 Jahren der wichtigste Gott, für die Toten die Gräber den letzten Schritt fort. Mit schwarzem Schakalkopf stand er bei Nacht und hielt an den Nekropolen die Toten wach. Denn Schakale streiften oft um die Gräber im Land. Daher man ihr Bild mit dem Jenseits verband. Anubis, Herr, der wahre Wächter der Nacht. Anubis, der die Herzen der Menschen bewahrt. mit Feder der Wahrheit wird gewogen genau. Ob dein Herz ehrlich war oder kalt und grau, Ist es schwer von Lügen, Verrat und Gier. dann wartet das Ende direkt hinter dir. Anubis, Schakal des alten Ägyptenlands. Anubis, Führt die Seelen mit göttlicher Hand. er steht für die Kunst, Körper zu bewahren, so Seelen ihn erkennen, wie sie durchs Jenseits fahren. Priester trugen Masken mit Anubis-Gesicht, wenn sie die Mumien salbten im Fackellicht. Er führte die Toten durch Schatten und Zeit, durch Hallen aus Stein in die Ewigkeit. Denn niemand betrat das Reich der Nacht, wenn Anubis ihn nicht dorthin gebracht. In Abydos und Saqqara führen erste Spuren zu ihm hin. Anubis beim Wiegen ist im Papyrus da nie zu sehen. Anubis, Herr, der vage Wächter der Nacht, Anubis, der die Herzen der Menschen bewahrt. mit Feder der Wahrheit wird gewogen genau. Ob dein Herz ehrlich war oder kalt und grau, Ist es schwer von Lügen, Verrat und Gier. dann wartet das Ende direkt hinter dir. Anubis, Schakal des alten Ägyptenlands. Anubis, Führt die Seelen mit göttlicher Hand. Anubis bedient die Waage im düsteren Saal. Ein Monster steht dabei, wartet auf sein Mahl. Amethyst, das Wesen der ewigen Nacht, Das verlorene Herzen verschlingt und bewacht. Ein Teil soll der eines Löwen sein, ein Teil Nilpferd, riesig und gemein. dazu das Maul eines Krokodils, Geboren aus Angst am Ufer des Nils. Dabei stand noch tot der Gott, der Schriss mit Diebiskopf notiert er, was das Ergebnis ist. Göttin Maat gab eine Straußenfeder dazu. Für Wahrheit und Ordnung liegt sie dort in Ruhe. War ein Mensch zu grausam, falsch oder schlecht? Herz gegen Feder auf der Waage, das Urteil gerecht. Ist es schwerer verschlungen, mit das sündige Herz? Kein ewiges Leben, nur Dunkel und Schmerz. Anubis, Herr, der vage Wächter der Nacht, Anubis, der die Herzen der Menschen bewahrt. mit Feder der Wahrheit wird gewogen genau. Ob dein Herz ehrlich war oder kalt und grau, Ist es schwer von Lügen, Verrat und Gier. dann wartet das Ende direkt hinter dir. Anubis, Schakal des alten Ägyptenlands. Anubis, Führt die Seelen mit göttlicher Hand.
Ewigkeit. Später kam Osiris in ägyptischem Land, hat Anubis auf den Platz seines Wächters verbannt. Doch niemals vergaßen die Menschen am Nil, Wer die Herzen der Sterblichen prüfen will.